Ja, ich bin jetzt auf Anglesey. Mir hat eine Frau kurz bevor ich über die Brücke gefahren bin, noch einen kleinen Tipp gegeben. Sie sagte, wenn du drüben bist, bieg gleich nach links ab und lauf durch so ein Wäldchen. Dann kommst du zu einer weiteren kleinen Insel, von wo aus du einen wunderbaren Blick hast auf den Menai Strait. So nennt sich diese Meeresenge hier. Und hier bin ich jetzt. Das ist die Church Island. Und die ist wunderschön. Wow, was für eine alte Kirche. 630 nach Christus wurde die gebaut. Und wie alt das Holz hier auch ist. Da ist so ein ganz einfaches Holzkreuz auf der Kirche. Hier am Rande von dem Friedhof habe ich gerade so ein ganz kleines Grab entdeckt, wo man sieht, dass Leute auch heute noch so kleine Quarzkristalle dalassen. Ja, das ist schon besonders für mich, hier zu sein. Wenn man sich diese Szene vorstellt, die sich vor nicht ganz 2000 Jahren hier abgespielt hat, als die Römer auf der einen Seite mit ihrer übermächtigen Legion standen. Auf dieser Seite waren die Druiden, die sich hier versammelt haben, um das heiligste Heiligtum zu verteidigen. Ja, dann bewegt mich das schon sehr. Es hat jetzt wie wild angefangen zu schütten, als ich über die Druiden und die Römer gesprochen habe. Da sieht man, dass der Wetterzauber auch heute noch wirkt. Deswegen muss ich jetzt erstmal mich irgendwo hier unter einen Baum stellen. Oi. Halleluja. Okay. Oh Gott. Oh, hier ist
zum Unterschlupf. Dieser kleine See hier war einer der wichtigsten Ritualorte der hier lebenden Druiden und Kelten. Denn während des Zweiten Weltkrieges hat man über 100 kostbare Opfergaben gefunden, die hier hineingegeben wurden. Den Zeitraum, in welchem dieser Ort genutzt worden ist, kann man auf ungefähr 100 vor bis 60 nach Christus datieren. Und 60 nach Christus war ja das Jahr, als die Römer sozusagen hier vor den Toren standen und die Existenz der hier lebenden Menschen bedrohten. Dementsprechend waren auch viele Gegenstände dabei, die man mit kriegerischen Aktivitäten assoziieren konnte, wie Schwerter, Schilder, Speere, eine Kriegstrompete. Und das zeigt, dass sich die Menschen durchaus bewusst waren, in welchen brisanten Krisenzeiten sie lebten. Ja, ich würde euch gerne mehr von diesem See zeigen, aber ich kann hier meine Drohne nicht fliegen lassen, denn in unmittelbarer Nähe ist ein Flughafen der Royal Air Force und die Jungs möchte ich nicht auf dem Hals haben. Ja, das war's von meinem kurzen Abstecher nach Anglesey, wo ich auf den Spuren der alten Druiden etwas gewandelt bin. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Somerset. Ich hoffe, ihr habt diesen kleinen Ausflug mit mir genossen. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.